Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Strehlitz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend. Schauen wir mal auf das Klimapaket der Bundesregierung. Oder, wie das echte Klimapaket der Bundesregierung auch sagen würde, wow, ich kann heute, 2050, immer noch nicht glauben, dass wir wirklich den Klimawandel verhindert haben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie laut die Lufthansa rumgeheult hat, als wir Fliegen zu einem Luxusgut gemacht haben. Nicht zu vergessen, wie wenige Zacken den ehemaligen Piloten nicht aus der Krone gefallen sind, als sie dann bei der Bahn Lokomotivführer wurden. Und dann recht schnell merkten, dass man damit sogar noch mehr Frauen an der Hotelbar abschleppen konnte. Und was hat die OPEC damals gewettert, als wir ebenfalls Benzin so teuer machten, dass die Menschen schneller auf Elektrofahrzeuge umstiegen, als Volkswagen erklären konnte, wie eine Schummelsoftware so funktioniert. Aber dann fiel der OPEC ein, dass sie ein noch viel besseres Gut sprichwörtlich direkt vor der eigenen Haustür hatte. Und nun sind sie der größte Sonnenenergielieferant der Welt. Zum Glück war uns aber auch klar, dass das Elektroauto nur der Zwischenschritt sein würde zu etwas Besserem. Und wer hätte von uns allen gedacht, dass Jens Spahn einmal ein richtig guter Kanzler sein kann? Nein, keine Sorge, nicht von Deutschland, sondern an einer Universität in Bielefeld. Konnte ja nicht alles gut werden mit dem Klimapaket. Oh, was passiert? Hatte ich wieder einen meiner "Wie könnte die Welt aussehen? Würden wir unseren gesunden Menschenverstand mal benutzen" Tagträume? Die Welt ist am Arsch. Da hilft auch nicht etwas Farbe raufklatschen, sie ist kaputt. Wegen uns. Aber um dem Klimawandel heute entgegenzuwirken, hat unsere Bundesregierung keine Kosten oder Mühen, vielleicht Mühen dann doch nicht, gescheut und das hier zusammengeschnürt. Was für eine Marathonverhandlung. Eine ganze Nacht und einen halben Tag brauchte die Große Koalition, um ihre Klimabeschlüsse zu formulieren. Die kosten nun rund 50 Milliarden Euro, sollen den Normalbürger aber nicht allzu sehr belasten. Mobilität, die das Klima schädigt, also Autofahren und Fliegen, wird teurer. Immerhin bekommen Pendler pauschal 5 Cent mehr. Dagegen wird dank grünem Ökostrom umweltfreundliches Bahnfahren billiger. Auch in Niedersachsen, selbsternanntes grüne Energienland Nummer 1, lobt die Große Koalition die Maßnahmen. Die Wirtschaft aber warnt, Strom sei weiter zu teuer und die Konkurrenz im Ausland habe oft weniger Auflagen. Immer dran denken, wir stehen im Wettbewerb, wir dürfen keine Wettbewerbsnachteile haben, sonst haben wir am Standort ein ganz anderes Problem. Denn immer wichtig, konkurrenzfähig zu sein. Bitte schön, nicht so viel Öko und so, nicht, dass wir nicht mehr konkurrenzfähig sind gegenüber den anderen. Und nicht, dass uns genau dieses Denken in genau diese verfickte Situation gebracht hat. Aber kleine Frage am Rande an Hallo Niedersachsen. Warum sieht eure Namenseinblendung so aus, als ob ihr etwas verpixeln wolltet? Ist eure Namenseinblendung etwa ein roter Dildo? Bringt das mehr Quote? Wenn ja, muss ich das jetzt hier auch machen? Das Klimapaket, der Spoiler erste Versuch, war dann auch ein Meisterwerk. Brillant formuliert, bis auf die 78. Stelle nach dem Komma berechnet, ein Meisterwerk der Moderne. Leider hatte man irgendwie nur beim Verhandeln und Schreiben eine klitzekleine Sache vergessen, nämlich den Klimaschutz. Kann schon mal passieren, das passiert selbst dem Besten, wie ein schon Michelangelo, ja der Turtle, als er in der Sixtinischen Kapelle an dem Fresko die Erschaffung des Adams, anfangs den Adam, einfach vergessen hatte. Das kann nun einmal passieren. Okay, ein Blick in die Papiere seines Werkes hätte auch hier geholfen. Mist, Adam ist ja der Typ links im Bild. Wie auch bei der GroKo, als sie sich das erste Mal an das Thema gesetzt haben. Um aber wirklich etwas für den Klimaschutz zu machen, müssten wir als Regierung massiv Reformen vorantreiben. Reformen, die jeden Einzelnen von uns wehtun würden. Sei es alleine Flugreisen zu einem Luxus zu machen, was wiederum bedeutet, dass eben nicht mehr am Tag hunderte Flieger die Amazon-Pakete mitnehmen können, damit du sie morgen in der Hand hast und schon übermorgen wieder zurückschickst. Und nachdem hier und da noch etwas weitergeschraubt wurde am Klimapaket, ging es dann doch recht geschmeidig durch den Bundestag. Doof nur, dass wir in einer parlamentarischen Demokratie leben, wo der Bundesrat dem wiederum auch zustimmen muss. Und dort kam es dann hierzu. Gesprächsbedarf gab es reichlich bei dem Ministerpräsidenten heute im Bundesrat. Die Länderchefs waren sich einig und verweigerten der Bundesregierung die Zustimmung bei Teilen des Klimapakets.
Das Klimapaket ist richtig und wichtig, aber es sind noch nicht alle Punkte geklärt, insbesondere nicht die Finanzfragen, die natürlich Basis sind für ein funktionierendes Klimapaket. Den Ländern geht's also ums Geld. Sie fürchten Steuerausfälle in ihren Kassen, beispielsweise durch die Senkung der Mehrwertsteuer für Bahntickets, durch die Erhöhung der Pendlerpauschale und bei den Zuschüssen für energetisches Bauen. Das Problem ist ein bisschen, die Länder haben Steuerausfälle, der Bund hat Steuerausfälle, aber der Bund hat ein Einnahmesystem und die Länder nicht, also über den Emissionshandel. Deswegen glauben wir, dass da einfach ein Stück weit vom Bund mehr Entgegenkommen ist. Okay, der ganze Scheiß hier scheitert also nicht etwa, weil zu wenig für das Klima im Klimapaket gemacht werden soll, sondern weil Klimaschutz zu viel kostet, deshalb Einnahmen verloren gehen. Wenn es morgen, nur mal so gesponnen, wenn es morgen aber gar keine Welt mehr gibt, wie sieht es dann erst mit den Einnahmen aus? Wir leben heute nur noch von der Substanz unseres Planetens. Wir verbrauchen die Ressourcen, die die Erde jedes Jahr ertragen könnte, in weniger als 6 Monaten auf. Das ist in etwa so, als ob man eine Kreditkarte in die Hand bekommt, wo 1.000 Euro drauf sind. Und nach einem Besuch im altehrwürdigen Etablissement namens Geile Hupen sind die 1.000 Euro ganz schnell weg. Nur sollte das Geld eigentlich das ganze Jahr überreichen. Aber anstatt sich nun wieder mit Internetpornos zu vergnügen, gehen wir nun jeden Tag, 365 Tage im Jahr, zu den geilen Hupen. Denn das Besondere an dieser Kreditkarte ist nämlich, dass den Preis für all das irgendein anderes armes Schwein bezahlen muss. Denn wir haben in Deutschland das Glück, den Klimawandel nicht wirklich zu bemerken. Okay, zu Weihnachten im Hawaii-Hemd zu feiern, ist für uns noch recht neu, aber ansonsten kriegen wir von der Erderwärmung in unserem Breitengrad recht wenig mit. Andere dafür schon viel mehr. Und selbst die beste Waffe für den Klimaschutz im Klimapaket, nämlich durch einen CO2-Emissionshandel CO2 teurer werden zu lassen, ist ein schlechter Witz. Klar, es gilt weiterhin, weißt du nicht weiter mit deinem Scheiß, bilde schleunigst einen Emissionsrechte-Verwertungskreis. Um aber nicht Gefahr zu laufen, zu viel für CO2 am Ende zu bezahlen, wurde entschieden, dass nun die Menge und der Preis dieser Emissionsrechte die Regierung selber festlegt. Das ist Marktwirtschaft ohne Markt und Wirtschaft. Aber trotzdem muss man sich auch mal zurücklehnen können und die kleinen Erfolge feiern, oder? CO2 soll ab 2021 nicht, wie mal geplant, mit 10 Euro, sondern mit 25 Euro pro Tonne bepreist werden. Schrittweise steigt dann der Preis auf 55 Euro pro Tonne. Benzin zum Beispiel würde damit im ersten Schritt nicht um 3 Cent, sondern um etwa 7,5 Cent teurer. Wir dürfen gerade Pendlerinnen und Pendler, die jeden Tag fleißig sind, zur Arbeit pendeln, arbeiten, kleine Einkommen haben, nicht bestrafen durch einen höheren Spritpreis, sondern müssen dafür sorgen, dass sie einen sozialen Ausgleich durch die Pendlerpauschale und die Mobilitätsprämie bekommen. Am Ende ist es zunächst mal wichtig, dass die Klimablockade abgewendet wurde. Es hätte die Gefahr bestanden, dass Deutschland nach der nicht so erfolgreichen Klimakonferenz international selbst ins Stocken gerät mit dem eigenen Klimaschutz. Da hat Markus Söder vollkommen recht. Nicht, dass unser Klimaschutz auch noch in Stocken kommt. Wäre unser Klimaschutz überhaupt mal unterwegs? Kleine Frage in die Runde. Wenn etwas noch auf der Couch rumgammelt, zählt das trotzdem als Rennen? Frage für einen befreundeten bayerischen Ministerpräsidenten. Der Klimaschutz darf nirgends auch nur einem Wähler wehtun. Der ganze Scheiß mit dem Klimaschutz darf aber auch nicht dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden. Nicht, dass Siemens in Länder geht, wo sich ein Scheiß um die Umwelt oder das Klima gekümmert wird, sondern bitteschön schön hier bleibt. Wie ich gerade erfahre, ist Siemens genau in diesen Ländern bereits seit Jahrzehnten vor Ort. Okay, dann nicht, dass der kleine Malerbetrieb jetzt abwandert nach China oder so. Also fassen wir einmal zusammen. Was ist uns der Klimaschutz wert? Soll es den in bunter Verpackung vollkommen kostenlos geben? Soll der Klimaschutz uns vielleicht sogar noch Geld schenken? Immerhin scheint die Sonne ja nur tagsüber, dann kann die Umwelt sich bitteschön mal einen Job für die Nacht besorgen, oder? Wir sitzen in einem gottverdammten Rettungsboot mitten auf der hohen See. Und dieses Rettungsboot hat scheiß viele Löcher. Aber anstatt nun alles dafür zu tun, dass dieses Rettungsboot nicht sinkt, lehnen wir uns lieber zurück und meinen, dass es ja auch sein könnte, dass diese Rettungsboote von Werk aus mit Löchern und einer gewissen Menge von Wasser bereits gefüllt sind. Und wir hoffen, dass Mami und Papi von der Regierung das schon irgendwie für uns wuppen. Aber es darf uns auch nicht wehtun oder gar etwas abverlangen.
Nur wann haben wir aufgehört, die Erwachsenen in diesem Boot zu sein? Wir können doch nicht wie kleine Kinder immer nach Mami und Papi rufen und dann hoffen, dass die das schon irgendwie machen werden. Denn wir selber doch so viel mehr machen könnten, mehr als jede Regierung dieser Welt, indem wir anfangen, uns endlich mal wie Erwachsene dem Problem zu stellen. Wir müssen den Arsch hochbekommen und endlich etwas machen, denn sonst haben wir am Standort ein ganz anderes Problem. Und das wäre dann halt wirklich auszusterben. Wäre nur irgendwie schade. Klar können wir weiterhin die Augen verschließen und hoffen, dass die Forschung uns ein Mittel beschert, das alles wieder regeneriert. Vielleicht kriegt Superman endlich auch mal den Arsch hoch und kämpft nicht mehr gegen Batman, sondern fliegt zusammen mit Wonder Woman und Captain Marvel, bestes Crossover in 2020, die Ozonschicht mit Nadel und Faden. Oder wir hoffen einfach darauf, dass vielleicht ein paar nette Aliens vorbeikommen, die uns dann wieder alles heile machen. Nur werden die aber eher warten, bis wir uns selber erledigt haben und dann aus der Erde einen fetten Parkplatz machen. Denn auch der Alienpapa will beim Kampf Galactus gegen Thanos nicht lange einen Parkplatz suchen müssen. Hoffentlich fährt der dann wenigstens ein klimaneutrales Raumschiff. Das war's wieder von der Show für heute. Aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.